Kennst du das? Du fastest, du betest, du verzichtest, aber trotzdem verändert sich nichts. Du strengst dich an und dennoch bleibt dein geistiger Durchbruch aus. Und genau hier machen viele Christen einen Fehler, den sie ihr ganzes Leben lang nicht erkennen. In den nächsten Minuten wirst du verstehen, was geistliches Fasten wirklich bedeutet, warum manche Arten von Fasten wirkungslos bleiben, welche Fehler viele Christen machen und wie biblisches Fasten dein geistliches Leben wirklich verändern kann. Jesus steht kurz davor, seinen öffentlichen Dienst zu beginnen. Ein gewaltiger geistlicher Kampf wartet auf ihn. Druck, Versuchungen, Widerstand. Und bevor all das beginnt, zieht er sich zurück. Allein, ohne Essen, 40 Tage lang. Warum? Die moderne Psychologie spricht hier von bewusster Reizreduktion, Selbstkontrolle und Fokussierung. Wenn Menschen freiwillig auf Bedürfnisse verzichten, passiert etwas Interessantes. Der Fokus verändert sich. Ablenkungen verlieren Macht, Gedanken werden klarer. Und genau deshalb erleben viele Menschen beim Fasten plötzlich eine andere Wahrnehmung ihres Lebens. In Matthäus 4, Verse 1-2 lesen wir: Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Jesus fastete nicht, um religiös zu wirken. Er fastete als Vorbereitung für seinen Leidensweg und Auftrag, für Klarheit, für geistliche Stärke, für Widerstand gegen die Versuchung. Und genau hier verstehen viele Christen das Fasten falsch. Fasten bedeutet nicht, ich zwinge Gott jetzt, eine Art Deal mit Gott, damit er etwas für mich tut. Fasten bedeutet, ich richte mein Herz neu auf Gott aus. Ich will seine Stimme tiefer wahrnehmen. Beim Fasten geht es nicht zuerst darum, dass Gott etwas für dich verändert oder umsetzt. Es geht zuerst darum, dass Gott dich verändert und dass du dich auf ihn tiefer einlässt. Aber jetzt kommt ein Problem. Denn viele Menschen sind zwar religiös und fasten sogar, und Gott lehnt ihr Fasten dennoch ab. Warum? Zur Zeit Jesu gab es Menschen, die öffentlich fasteten. Sie standen sichtbar auf den Straßen und Ecken, sodass jeder sie sehen konnte, zogen traurige Gesichter, wollten geistlich und hingebungsvoll wirken. Und die Menschen sahen sie an und dachten: Wow, wie heilig und fromm. Dieser dient Gott wirklich. Aber Jesus reagierte völlig anders. In der Psychologie nennt man dieses Verhalten soziale Selbstdarstellung. Menschen wollen soziale Anerkennung, Status, Bewunderung. Und genau das kann sogar im Glauben passieren. Man tut etwas scheinbar Geistliches. Die Betonung liegt auf scheinbar. Aber innerlich geht es nur darum, gesehen zu werden. In Matthäus 6, Verse 16-18 lesen wir: Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, damit sie vor den Leuten als Fastende erscheinen. Aha, Jesus macht hier etwas radikal klar. Falsches Fasten beeindruckt vielleicht Menschen, aber nicht Gott. Denn Gott schaut nicht zuerst auf deinen Verzicht, er schaut auf dein Herz. Und genau deshalb ist Jesaja 58 so wichtig. Denn dort erklärt Gott direkt, welches Fasten er wirklich will. Keine religiöse Show, keine leeren Rituale. Und schon gar nicht, indem man sein Umfeld schlecht behandelt oder gar unterdrückt. Er möchte auch nicht, dass man mit seinem Alltag einfach so weitermachen wie bisher und seinem Geschäften nachgeht oder dergleichen. Sondern er möchte echte Veränderung, echte Taten der Liebe, echte Taten der Gerechtigkeit, echtes Handeln. Du kannst auf Essen verzichten und trotzdem innerlich aufgeblasen oder voller Stolz sein. Du kannst fasten und trotzdem innerlich weit weg von Gott sein.
Und genau deshalb ist nicht jedes Fasten automatisch geistlich, also im Sinne Gottes. Aber jetzt kommt die Art von Fasten, die viele Christen komplett unterschätzen. Und genau sie kann dein Denken verändern. Der Prophet Daniel lebte mitten in einer fremden Kultur und mitten unter seinen Unterdrückern, im Exil. Überall gab es Ablenkung, Luxus, Anpassungen an die dortigen Gepflogenheiten und Rituale. Und dann trifft er eine bewusste Entscheidung. Er verzichtet. Die Psychologie würde das heute wie folgt nennen: Reduktion bewusster Reize, die dein Denken beeinflussen. Und genau das passiert auch heute noch. Wenn ständig dein Handy, Social Media, Unterhaltung jeder Art, Konsum, Essen oder Alkohol, Ablenkungen wie Serien oder Filme, aber auch die eigene Karriere auf dein Gehirn einwirken, dann wird es schwer, innerlich ruhig zu werden und sich zu fokussieren. Fasten unterbricht genau diesen Dauerlärm. In Daniel 10, Verse 2-3 lesen wir: Und gemeint ist bewusst nicht Daniel Kapitel 1. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Daniel verzichtete bewusst auf diese Leckereien, nicht um Gott zu beeindrucken, sondern um geistliche Klarheit zu bekommen. Er demütigte sich. Er wollte eine große Vision besser verstehen. So kam es, dass er 3 Wochen fastete, aber auf eine besondere Art, wie wir gelesen hatten. Und genau deshalb fasten viele Christen heute auch auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel Vollfasten, nur Wasser oder Tee für eine bestimmte Zeit. Daniel-Fasten, Verzicht auf Fleisch, Süßigkeiten, Alkohol oder Delikatessen. Teilfasten, bestimmte Mahlzeiten auslassen mit langen Pausen. Medienfasten, Verzicht auf Social Media, Handy, Serien oder Filme. Und mal ehrlich, für manche Menschen ist Medienfasten heute viel schwerer als Hunger. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Wenn du Medikamente einnimmst oder gesundheitliche Probleme hast, solltest du vorher immer mit einem Arzt sprechen. Denn Fasten soll dich geistlich stärken, nicht deinem Körper schaden. Es ist aber auch sehr wichtig, auf die größten Fehler beim Fasten hinzuweisen. Und genau hier scheitern viele Christen. Fehler 1: Fasten ohne Gebet. Wenn du nur Hunger hast, aber Gott nicht suchst, ist es nur eine Diät. Fehler 2: Fasten aus Stolz oder falschen Motiven. Wenn du fastest, damit andere dich bewundern, hast du den Sinn verfehlt. Fehler 3: Zu extrem beginnen. Viele starten viel zu hart. Sie wollen gleich mehrere Tage schaffen. Aber oft haben sie keine oder nur wenig Erfahrung mit Fasten. Es fehlt ihnen schlichtweg an Verständnis und einem Körpergefühl und brechen daher vorschnell komplett ab. Fehler 4: Fasten ohne innere Veränderung. Genau davor warnt Gott in Jesaja 58. Denn Gott sucht nicht nur leere Mägen, er sucht veränderte Herzen. Lies daher einmal gesondert Jesaja 58 und du wirst vieles noch klarer verstehen und vielleicht auch erkennen, warum dein Fasten bis jetzt noch nicht den richtigen Durchbruch gebracht hat. Und genau hier kann sich deine Sicht auf dein Fasten komplett verändern. Fasten verändert nicht das Handeln von Gott. Fasten verändert zunächst dich. Es zeigt, woran dein Herz hängt, was dich kontrolliert, wie abhängig du bist. Und es zeigt, wie abhängig du wirklich von Gott bist. Vielleicht musst du nicht sofort einige Tage oder gar eine Woche Vollfasten betreiben. Aber vielleicht solltest du anfangen, klein,
ehrlich und ganz bewusst. Vor allem dann, wenn du noch nie gefastet hast. Bedenke, Fasten hilft dir nicht nur gesundheitlich, sondern auch bei vielen geistigen Herausforderungen, auch bei dem schwersten. Nicht ohne Grund erwähnt dies Jesus gegenüber seinen Jüngern in Matthäus 17,21. Vielleicht eine Mahlzeit weniger oder mal das Daniel-Fasten ausprobieren oder einen ganzen Tag mal ohne Ablenkung. Aber suche dabei wirklich Gott und lies etwas aus der Schrift. Und jetzt interessiert uns deine Meinung. Hast du jemals gefastet? Was waren deine größten Herausforderungen dabei? Schreib es uns in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, welche 3 Entscheidungen vor deinem Lebensende wirklich zählen, dann sieh dir unbedingt dieses Video an. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben, lass ein Abo da und, ganz wichtig, aktiviere die Glocke, damit du automatisch informiert wirst, sobald ein neues Video von School of God veröffentlicht wird. Gott segne dich.